Schön, dass du heute hier bist. Ich bin Julia, lebe in Berlin und nehme dich heute mit in meinen Alltag. Und ich gebe dir ein Versprechen. Am Ende dieser Geschichte hast du das Gefühl, Deutsch wirklich fließend zu sprechen. Denn in meiner Geschichte zeige ich dir alle Tricks, um jede Alltagssituation auf Deutsch zu meistern. Doch bevor wir starten, ein schneller Tipp für dich. Schalte jetzt die Untertitel in deiner Sprache an, um den ganzen Text zu verstehen. Als ich vor 2 Jahren in Berlin ankam, habe ich kein einziges Wort Deutsch gesprochen. Heute halte ich Vorlesungen und gebe anderen Leuten Tipps zum Deutschlernen. Und du kannst das auch. Ich weiß, wie es ist. Als ich angefangen habe, Deutsch zu lernen, hatte ich Angst zu sprechen. Angst, Fehler zu machen. Aber irgendwann habe ich eine Sache begriffen. Diese Angst war zugleich auch mein größter Motivator. Dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zu sprechen. Und genau das möchte ich dir zeigen. Wie ich Schritt für Schritt gelernt habe, in Berlin zu leben. Mit einfachen Sätzen, im Alltag, im echten Leben. Kein trockenes Lehrbuch, sondern echte Situationen. Auf dem Markt einkaufen, im Café bestellen, ein Ticket in der U-Bahn kaufen oder mit Nachbarn im Treppenhaus reden. Ich wünsche dir von Herzen viel Spaß mit meiner Geschichte. Du kannst dieses Video immer wieder anschauen, wenn du bestimmte Wörter brauchst. Zum Beispiel, bevor du auf den Markt gehst. Dort beginnt unser erstes Kapitel. Ich zeige dir die wichtigsten Vokabeln und Redewendungen, damit du dich sicher fühlst und sofort sprechen kannst. Kapitel 1. Auf dem Markt. Es ist Samstagmorgen in Berlin. Ich gehe durch meinen Kiez. Die Straßen sind voll. Menschen laufen mit Körben und Taschen. Ich gehe in Richtung Markt. Jeden Samstag ist hier Markt. Es ist laut, bunt und lebendig. Schon von weitem höre ich Stimmen. Verkäufer rufen frisches Gemüse, Äpfel, Birnen, Trauben. Andere rufen, dass es frischen Fisch im Angebot gibt. Ich komme an und sehe viele Stände. Ein Stand mit Brot und Brötchen. Ein Stand mit Blumen. Ein Stand mit Käse. Und überall Obst und Gemüse. Es riecht nach Kräutern, nach Kaffee, nach gebratenem Essen. Viele Menschen laufen herum. Kinder rennen zwischen den Beinen der Erwachsenen. Touristen machen Fotos. Als ich neu in Berlin war, hatte ich Angst, hier einzukaufen. Ich wollte vielleicht nur Äpfel kaufen, aber in meinem Kopf war Chaos. Welches Wort brauche ich? Wie sage ich die Zahl richtig? Oft habe ich dann nichts gesagt und bin wieder gegangen. Doch eines Tages beschloss ich, etwas zu sagen. Ich sehe rote Äpfel. Sie glänzen in der Sonne. Ich gehe langsam zum Stand. Mein Herz klopft. Die Verkäuferin begrüßt mich freundlich. Ich atme tief ein und sage, 1 Kilo Äpfel bitte. Sie nickt, packt die Äpfel in eine Tüte und reicht sie mir. Dann erklärt sie, dass es 3 Euro kostet. Ich hole mein Geld aus der Tasche und sage, hier, bitte. Sie bedankt sich und wünscht mir einen schönen Tag. Auch ich verabschiede mich. Danke ebenfalls. Fertig. Ein kleiner Satz, aber ein Erfolg. Ich gehe weiter. Ein paar Schritte, dann sehe ich Tomaten. Große rote Tomaten, kleine süße Cocktailtomaten. Ich frage, kann ich probieren? Der Verkäufer gibt mir eine kleine Tomate, sie schmeckt süß. Ich sage, sehr gut. 1/2 Kilo bitte. Er packt die Tomaten ein und fragt, ob ich noch etwas möchte. Ich schüttle den Kopf und sage, nein, danke, das ist alles. Er sagt, es kostet 2 Euro. Wieder ein Gespräch, wieder Erfolg. Am nächsten Stand sehe ich Erdbeeren. Sie riechen wunderbar. Ich frage, wie viel kostet das?
Die Verkäuferin sagt, 1 Kilo kostet 4 Euro. Ich nicke und sage, 1 Kilo bitte. Sie packt die Erdbeeren ein. Ich verabschiede mich freundlich. Danke, schönen Tag. So sammle ich kleine Gespräche. Jedes Mal nur ein kurzer Satz. Aber jedes Mal werde ich mutiger. Auf dem Markt habe ich viele Redewendungen gelernt. Wie viel kostet das? 1 Kilo bitte. 1/2 Kilo. Kann ich probieren. Das ist alles, danke, schönen Tag. Diese Sätze sind einfach, aber stark. Mit ihnen kann man fast alles kaufen und sofort Kontakt haben. Am Anfang habe ich sie leise geübt, im Bus, in der Küche, auf dem Weg zum Markt. Dann habe ich sie am Stand laut gesagt. Das war manchmal schwer. Aber die Verkäufer waren freundlich. Sie haben gelächelt, geantwortet. Ich habe gemerkt, Fehler sind nicht schlimm. Wichtig ist, dass man spricht. Der Markt hat mir gezeigt, man braucht keine langen Sätze und keine komplizierte Grammatik. Man braucht Mut. Mut, ein kleines Wort zu sagen. Mut, einen Satz zu sprechen. Heute gehe ich gerne auf den Markt. Ich kaufe Obst, Gemüse, Brot, Käse. Ich rede mit den Verkäufern. Manchmal frage ich, ob die Äpfel aus Berlin sind. Manchmal sage ich einfach, die Tomaten sehen gut aus. Und jedes Mal entsteht ein kleines Gespräch. So habe ich gelernt, dass seine Sprache im Alltag lebt. Auf dem Markt, im Café, in der U-Bahn. Nicht im Kopf, sondern im Mund. Nicht perfekt, sondern echt. Das ist die wichtigste Lektion aus meinem ersten Kapitel auf dem Markt. Fang klein an, sag etwas Einfaches. Und Schritt für Schritt wird dein Deutsch leichter, freier und natürlicher. Kapitel 2: Auf der Suche nach der Bahn. Als ich letzte Woche Dienstag in Berlin unterwegs war, wollte ich die U-Bahn finden. Ich stand an einer großen Kreuzung. Autos fuhren schnell. Fahrräder sausten vorbei. Menschen liefen mit Taschen und Rucksäcken. Ich schaute auf mein Handy, aber die Karte funktionierte nicht und der Akku war fast leer. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Überall Häuser, Straßen und Schilder, aber der Eingang zur U-Bahn war unsichtbar. Früher hätte ich in dieser Situation geschwiegen. Ich hätte gehofft, dass ich irgendwann von allein den Weg finde. In meinem Kopf war immer Chaos. Welches Wort ist richtig? Wie stelle ich die Frage? Versteht mich der andere Mensch überhaupt? Doch diesmal wollte ich es anders machen. Ich ging zu einer Frau, die an der Bushaltestelle stand. Ich sah sie an, atmete tief ein und sagte: Entschuldigung, wo ist die U-Bahn? Sie lächelte und zeigte nach rechts. Der Eingang war nur 2 Minuten entfernt. Ich nickte, bedankte mich freundlich und sie wünschte mir noch einen schönen Tag. Nur ein kleiner Satz, aber ein Erfolg. Wenig später war ich in einem Café. Ich wollte zum Alexanderplatz fahren und fragte den Kellner: Entschuldigung, wie komme ich zum Alexanderplatz? Er sagte langsam, ich solle die U-Bahn nehmen, 2 Stationen mit der Linie U2. Ich wiederholte das Wort U2, er nickte und lächelte. Dann bezahlte ich meinen Kaffee, sagte Danke und machte mich auf den Weg. Solche kleinen Gespräche geben Mut. Mit nur einem kurzen Satz entsteht ein Kontakt und ich bekomme eine Antwort. Auf der Straße habe ich nützliche Sätze gelernt. Entschuldigung, wo ist die U-Bahn? Entschuldigung, wie komme ich zum Alexanderplatz? Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Vielen Dank, schönen Tag. Diese Sätze sind leicht, aber sehr stark. Am Anfang habe ich sie zu Hause geübt, im Spiegel, leise für mich. Dann habe ich sie draußen gesagt.
Die Menschen waren freundlich. Manche erklärten lange, manche zeigten mit der Hand, manche gingen sogar ein Stück mit mir. Einmal verstand ich fast nichts, weil jemand sehr schnell sprach. Aber er lachte, blieb geduldig und zeigte mir den richtigen Weg. Ich habe gelernt, Fehler sind egal. Wichtig ist, dass man fragt. Heute nutze ich solche Momente manchmal sogar als Übung. Ich frage nach dem Weg, auch wenn ich ihn schon kenne. Dann habe ich ein kleines Gespräch. Und ich sammle Sicherheit. So habe ich verstanden. Sprache lebt im Alltag. Auf der Straße, an der Haltestelle, im Café. Nicht im Kopf, sondern im Mund. Nicht perfekt, sondern echt. Kapitel 3. Über das Wetter sprechen. Letzte Woche, am Mittwoch, bin ich durch den Park in Berlin gegangen. Es war Nachmittag, die Sonne schien und viele Menschen saßen auf den Bänken. Manche hatten Eis in der Hand, andere lasen ein Buch. Ich setzte mich auf eine Bank in der Sonne. Neben mir saß ein älterer Mann. Wir schauten beide in den Himmel. Er sah zu mir und sagte, »Schönes Wetter heute.« Ich nickte und antwortete, »Schönes Wetter heute.« Wir lächelten beide. Der Mann sagte, »Ja, endlich Sonne.« Ich antwortete, »Ja, endlich Sonne.« Schon hatten wir ein kleines Gespräch. Nur 2 Sätze, aber ein Kontakt. Am nächsten Tag war das Wetter ganz anders. Es war grau, die Wolken hingen tief und es regnete leicht. Ich wartete an der Bushaltestelle. Neben mir stand eine Frau mit Regenschirm. Ich atmete tief ein und sagte, »Heute ist es kalt.« Die Frau nickte und sagte, »Ja, sehr kalt.« Ich antwortete, »Und so viel Regen.« Sie lachte und sagte, »Typisch Berlin.« Wir beide lächelten. Ein kurzer Moment, ein kleines Gespräch. Hier sind ein paar Sätze, die ich für das Wetter gelernt habe. Schönes Wetter heute. Endlich Sonne. Heute ist es kalt. Es regnet viel. Typisch Berlin. Morgen wird es besser. Mit diesen kleinen Sätzen kann man sofort mit Menschen reden. In Berlin spricht man sehr oft über das Wetter. Es ist einfach, es ist kurz und jeder versteht es. Am Anfang hatte ich Angst, so etwas zu sagen. Ich dachte, es ist zu banal, zu klein. Aber dann habe ich gemerkt, genau das ist wichtig. Sprache lebt von kleinen Sätzen. Ein Satz über das Wetter kann ein Gespräch öffnen. Und oft sagt der andere noch mehr und plötzlich redet man ein bisschen länger. Heute mache ich das oft, im Park, an der Bushaltestelle, im Treppenhaus. Ich sage, schönes Wetter heute. Oder, heute ist es kalt und jedes Mal entsteht ein kleiner Kontakt. Nicht perfekt, aber echt. Das ist die Lektion aus diesem Kapitel. Nutze das Wetter. Fang klein an. Sag einen einfachen Satz und Schritt für Schritt wirst du merken, dein Deutsch wird leichter, freier und natürlicher. Kapitel 4. Auf einem Date in Berlin. Letzten Freitag war ich auf einem Date. Wir haben uns am Abend am Hackischen Markt getroffen. Es war voll. Viele Menschen saßen draußen, manche mit Bier, manche mit Pizza. Ich war nervös, mein Herz klopfte schnell. Ich hatte Angst, die falschen Wörter zu sagen. Aber ich wusste, auch ein Date ist eine Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Ich stand am Brunnen und wartete. Dann kam er. Er lächelte und sagte Hallo. Ich antwortete Hallo, schön dich zu sehen. Wir gingen zusammen in ein kleines Café. Drinnen war es gemütlich, Kerzen standen auf den Tischen. Wir setzten uns und eine Kellnerin kam sofort. Sie fragte, was wir trinken möchten. Ich sagte einen Cappuccino bitte.
Er bestellte ein Bier. Schon war das Eis gebrochen. Wir schauten uns an, lächelten und ich fragte, »Woher kommst du?« Er sagte, er kommt aus Köln und wohnt seit 2 Jahren in Berlin. Dann fragte er mich, »Und du?« Ich antwortete, dass ich seit 2 Jahren in Berlin bin und die Sprache hier gelernt habe. Er nickte und sagte, »Dein Deutsch ist wirklich gut.« Ich fühlte mich stolz. Wir redeten über die Stadt, über den Sommer in Berlin, über unsere Lieblingsorte. Ich sagte, ich gehe gern an die Spree. Er antwortete, ich auch. So hatten wir sofort ein gemeinsames Thema. Später bestellten wir etwas zu essen. Ich sagte, ich nehme die Suppe. Er sagte, für mich die Pizza. Die Kellnerin nickte und ich merkte, dass Bestellen gar nicht schwer ist. Hier sind Sätze, die auf einem Date wichtig sind. Schön, dich zu sehen. Woher kommst du? Seit wann bist du in Berlin? Was machst du gern? Ich nehme die Suppe. Es hat gut geschmeckt. Dein Deutsch ist gut. Am Anfang hatte ich Angst, zu wenig zu sagen. Aber dann habe ich gemerkt. Ein Lächeln, ein kleiner Satz und das Gespräch läuft weiter. Wir haben viel gelacht und ich habe gespürt, wie Sprache verbindet. Am Ende des Abends gingen wir zusammen zur U-Bahn. Er fragte, wollen wir uns wiedersehen? Ich sagte, ja, sehr gern. Das war für mich ein besonderer Moment, nicht nur ein schönes Date, sondern auch ein Erfolg auf Deutsch. Kapitel 5 Auf einer Party. Letzten Samstagabend war ich auf einer Party bei Freunden. Es war in einer Altbauwohnung in Kreuzberg. Die Musik war laut, die Lichter bunt. Überall standen Menschen mit Getränken in der Hand. Am Anfang fühlte ich mich unsicher. Ich kannte nur eine Person und fragte mich, wie ich mit den anderen reden soll. Aber dann dachte ich, auch hier kann ich einfache Sätze benutzen. Ich ging in die Küche, dort standen 2 Leute am Tisch. Einer lächelte und sagte Hallo. Ich antwortete Hallo, ich bin Julia. Er stellte sich auch vor. Ich heiße Max. Dann fragte er, woher kommst du? Ich antwortete, ich komme aus Spanien und du? So begann ein Gespräch. Wir lachten und er bot mir ein Getränk an. Er fragte, möchtest du Bier oder Wasser? Ich sagte, Wasser bitte. Das war leicht und freundlich. Später sprach ich mit einer Frau im Wohnzimmer. Die Musik lief laut und sie fragte, gefällt dir die Musik? Ich sagte, ja, sehr. Sie fragte, gehst du gern tanzen? Ich antwortete, manchmal, aber ich tanze schlecht. Sie lachte und sagte, kein Problem, hier tanzt jeder so, wie er will. Das machte mir Mut. Auf der Party habe ich viele Sätze gelernt. Ich heiße Julia. Woher kommst du? Möchtest du Bier oder Wasser? Gefällt dir die Musik? Gehst du gern tanzen? Schön, dich kennenzulernen. Diese Sätze sind einfach, aber sie öffnen Türen. Mit nur wenigen Wörtern konnte ich mit neuen Leuten sprechen. Am Ende der Party fühlte ich mich nicht mehr fremd. Ich hatte gelacht, getanzt und kleine Gespräche geführt. Das war für mich ein wichtiger Schritt. Ich habe gemerkt, man braucht keine langen Geschichten. Ein kurzer Satz, ein freundliches Lächeln und man hat sofort Kontakt. Sprache auf einer Party ist locker, spontan und nicht perfekt. Und genau das macht Spaß. Kapitel 6 Alles hat ein Ende. Schön, dass du bis zum Ende hier geblieben bist. Das zeigt, dass du wirklich motiviert bist, Deutsch zu lernen. Zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar einfache Gedanken mitgeben. Sprich jeden Tag ein paar Sätze, egal ob im Kopf, laut oder mit anderen Menschen, denn je öfter du sprichst, desto sicherer wirst du. Hab keine Angst vor Fehlern,
Sie sind deine besten Lehrer und jeder Fehler bringt dich weiter. Höre so viel Deutsch wie möglich, Musik, Podcasts, Filme oder einfach Gespräche auf der Straße. So gewöhnt sich dein Ohr an den Klang der Sprache. Lies einfache Texte, kleine Artikel oder Kinderbücher, denn Lesen gibt dir neue Wörter und Ideen. Wiederhole Wörter regelmäßig, nicht nur einmal, sondern immer wieder, so bleiben sie im Kopf. Schreib jeden Tag etwas, ein Tagebuch, ein kurzer Satz oder eine kleine Notiz, so lernst du deine Gedanken zu ordnen. Suche im Alltag Situationen, in denen du sprichst, beim Einkaufen, im Café oder im Bus, kleine Sätze reichen schon. Nutze einfache Formulierungen, sie sind besser als gar nichts. Und Schritt für Schritt wirst du länger sprechen können. Sei offen und freundlich, ein Lächeln hilft immer und die Menschen reagieren positiv. Und ganz wichtig, hab Geduld. Sprache wächst wie eine Pflanze. Langsam, aber sicher, jeden Tag ein kleines Stück. Das sind meine letzten Tipps für dich heute. Sie sind nicht kompliziert, aber wenn du sie im Alltag ausprobierst, wirst du merken, dass dein Deutsch mit jedem Tag leichter wird. Danke, dass du dieses Video angeschaut hast und bis hierhin dabei geblieben bist. Jetzt bist du dran. Schreib unten in die Kommentare ungefähr 200 Wörter auf Deutsch. Das Thema für dich ist ganz einfach. Erzähl von deinem letzten Wochenende. Was hast du gemacht? Wen hast du getroffen? Wo warst du? Schreib so viel du kannst, ohne Angst vor Fehlern. Ich freue mich auf deine Texte und bin gespannt auf deine Geschichten.